Lena, ich habe einen Brief bekommen und ich glaube, ich habe ein Problem. Was für ein Brief? Da steht Verpflichtung zur Teilnahme an einem Integrationskurs. Verpflichtung. Das klingt, als hätte ich schon was falsch gemacht. Hast du aber nicht. Das ist erstmal einfach nur ein Brief, kein Vorwurf. Aber Verpflichtung klingt nach mach das oder es gibt Ärger. Ehrlich gesagt, in deinem Fall stimmt das sogar ein bisschen. Aber lass uns das genau auseinandernehmen, dann verstehst du auch warum. Okay, ich habe Angst, aber ich höre zu. Also, es gibt zwei verschiedene Wörter, die oft verwechselt werden. Anspruch und Verpflichtung. Klingt ähnlich, ist es aber nicht? Ganz anders sogar. Anspruch heißt, du darfst freiwillig teilnehmen. Verpflichtung heißt, du musst. Und wer muss? Zum Beispiel neu zugewanderte Menschen, die sich noch nicht gut auf Deutsch verständigen können. Und Menschen vom Jobcenter? Ja, Menschen, die Grundsicherungsgeld bekommen, früher sagte man Bürgergeld, können vom Jobcenter dazu aufgefordert werden. Und Asylsuchende? Auch die, wenn die zuständige Behörde sie dazu auffordert. Und EU-Bürger wie ich? Da wird es kompliziert. EU-Bürger haben eigentlich keinen automatischen Anspruch. Sie müssen extra einen Antrag stellen und es hängt von freien Plätzen ab. Also nicht garantiert. Nicht garantiert und ehrlich gesagt, gerade jetzt sogar besonders unsicher. Seit Februar 2026 vergibt das BAMF vorübergehend keine neuen Plätze über diesen speziellen Antragsweg für EU-Bürger und ukrainische Geflüchtete. Vorübergehend? So wird es beschrieben, ja, aber das kann sich wieder ändern. Deshalb, wenn du in dieser Situation bist, ruf lieber direkt beim BAMF an und frag nach dem aktuellen Stand. Aber ich habe ja eine Verpflichtung bekommen, keinen Antrag gestellt. Richtig, das ist ein anderer Fall. Deine Situation ist klarer. Du musst reagieren. Okay, angenommen ich muss. Was genau erwartet mich? Neues Wort. Die Unterrichtseinheit. Die Unterrichtseinheit. Eine Unterrichtseinheit ist eine einzelne Unterrichtsstunde. Der ganze allgemeine Integrationskurs hat normalerweise 700 davon. 700 Stunden? Aufgeteilt 600 Stunden Sprachunterricht und 100 Stunden Orientierungskurs. Orientierungskurs? Da geht es um Kultur, Rechtssystem, Geschichte und Werte, nicht nur Grammatik. Und am Ende? Am Ende kommt der DTZ, der Deutschtest für Zuwanderer. Ziel ist Sprachniveau B1. Und wenn ich das nicht schaffe? Dann frag deinen Kursträger, welche Wiederholung in deinem Fall möglich ist. Gibt es nicht einfach nochmal 300 Stunden? Nicht automatisch für alle. Die früher bekannte Wiederholung von bis zu 300 Stunden gilt nicht mehr einfach für jeden. Auf der BAMF-Seite wird sie vor allem für Alphabetisierungskurse und Kurse für gering Literalisierte genannt. Also nicht einfach davon ausgehen? Genau, nicht planen mit Stunden, die du vielleicht gar nicht bekommst. Und wer bezahlt das alles? Meistens zahlst du selbst einen Kostenbeitrag. 2,29 € pro Unterrichtsstunde. Für 700 Stunden? Macht insgesamt 1.603 €. Aber du zahlst nicht alles auf einmal, sondern in Abschnitten von 100 Stunden. Das ist trotzdem viel Geld. Für viele Menschen ist es aber kostenlos. Für wen? Zum Beispiel für Menschen mit Grundsicherungsgeld, früher Bürgergeld. Auch Menschen mit bestimmten Duldungen oder Asylsuchende können je nach Situation eine Kostenbefreiung bekommen. Und wie bekomme ich diese Befreiung? Du musst den Antrag rechtzeitig vor Kursbeginn stellen. Sonst gilt die Befreiung oft erst ab dem nächsten Abschnitt, nicht rückwirkend. Also nicht erst mittendrin dran denken. Genau. Und noch etwas Gutes. Wenn du die Prüfung innerhalb von 2 bis 3 Jahren bestehst, kannst du die Hälfte deines Kostenbeitrags zurückbekommen. Also lohnt es sich, den Test wirklich zu bestehen. Finanziell und für deine Zukunft, ja. Hattest du das auch mal, so einen Brief? Ja, tatsächlich.
Als ich hierher kam, habe ich meinen ersten Brief erstmal 3 Wochen liegen lassen. Wirklich? Er klang wie ganz normale Bürokratie. Ich dachte, das eilt schon nicht. Und dann? Dann kam ein zweiter Brief. Deutlich strenger im Ton. Autsch. Genau. Zum Glück ist nichts Ernstes passiert. Aber ich habe in dem Moment gemerkt, Verpflichtung meint es wirklich ernst. Also auch du hast es am Anfang unterschätzt. Komplett. Deshalb sage ich dir jetzt, lies den Brief genau. Und wenn etwas unklar ist, ruf lieber einmal zu viel an als einmal zu wenig. Okay, jetzt mal ehrlich. Was passiert wirklich, wenn ich einfach nicht hingehe? Das hängt von deiner Situation ab, aber es kann unangenehm werden. Wie unangenehm? Es kann deinen Aufenthaltstitel betreffen, zum Beispiel bei einer Verlängerung oder bei einer Niederlassungserlaubnis. Und wenn ich Grundsicherungsgeld bekomme? Dann kann das Jobcenter Leistungen kürzen. Und seit der Reform zum 1. Juli ist das strenger geworden als früher. Eine deutliche Pflichtverletzung führt jetzt direkt zu 30% Kürzung, nicht erst nach mehreren Schritten. Direkt 30%? Ja, und in bestimmten Fällen, etwa wenn jemand ein konkretes, zumutbares Jobangebot ablehnt, sind sogar 100% möglich, für bis zu 2 Monate. 100%? Das ist allerdings auch politisch und rechtlich umstritten. Fachleute diskutieren gerade, ob das überhaupt verfassungsgemäß ist. Das heißt, die Regel gilt jetzt so, aber sie könnte sich noch einmal ändern. Also auch das lieber selbst aktuell nachprüfen? Genau, besonders bei diesem Thema gerade. Und wenn ich hingehe, aber oft fehle? Wenn du mehr als 30% der Stunden verpasst, gilt deine Teilnahme normalerweise nicht mehr als ordnungsgemäß. Was heißt das? Das kann echte Folgen haben für den Kurs, für Meldungen an die Behörde und für deine weitere Planung. Also nicht nur zur Prüfung gehen und hoffen, dass alles gut ist. Genau, Anwesenheit zählt hier auch. Okay, sagen wir, ich will das jetzt richtig machen. Was ist der erste Schritt? Du brauchst entweder einen Berechtigungsschein oder ein Verpflichtungsschreiben, je nachdem, ob du darfst oder musst. Und das bekomme ich von wem? Von der Ausländerbehörde, dem Jobcenter oder, bei Asylsuchenden, von der zuständigen Leistungsbehörde. Und dann? Dann suchst du dir selbst einen zugelassenen Kursträger, zum Beispiel über die BAMF-Navi, die Suchmaschine des BAMF. Kann ich mir den Kursträger frei aussuchen? Ja, grundsätzlich schon. Volkshochschule oder private Anbieter, solange sie zugelassen sind. Gibt es eine Frist, bis wann ich anfangen muss? Ja, ab der Berechtigung hast du normalerweise 1 Jahr Zeit, den Kurs zu beginnen. Danach kann sie verfallen. Also nicht ewig warten. Genau. Also, kurz zusammengefasst. Bitte. Erstens. Anspruch heißt freiwillig, Verpflichtung heißt Pflicht. Richtig. Zweitens. 700 Stunden, 600 Sprache, 100 Orientierung, Ziel B1. Stimmt. Drittens. Der Kurs kostet normalerweise 1.603 Euro, aber viele bekommen eine Befreiung. Antrag rechtzeitig stellen. Genau. Viertens. Wer verpflichtet ist und nicht hingeht, riskiert seit der Reform noch echtere Konsequenzen. Direkt 30% Kürzung, in manchen Fällen sogar 100%, plus mögliche Probleme beim Aufenthaltstitel. Richtig, auch wenn die härteren Regeln gerade rechtlich umstritten sind. Fünftens. Wenn ich zu oft fehle, kann meine Teilnahme als nicht ordnungsgemäß gelten. Ja, Und sechstens. Manche Regeln wie Wiederholungsstunden, der Zugang für EU-Bürger oder die neuen Sanktionen können sich noch ändern. Also selbst nachfragen, nicht blind auf alte Infos verlassen. perfekt zusammengefasst. Also, was mache ich jetzt mit meinem Brief? Lies ihn nochmal in Ruhe. Schau, ob Anspruch oder Verpflichtung draufsteht. Und dann? Dann meldest du dich rechtzeitig bei einem Kursträger an. Und falls du eine Kostenbefreiung brauchst, beantragst du die sofort, nicht später. Klingt nach viel Papierkram für einen Deutschkurs. Ist es auch.
Aber am Ende steht ein B1-Zertifikat. Und das öffnet wirklich Türen. Vielleicht sogar mehr als nur Sprache. Genau das ist der Punkt. Wenn euch die Folge gefällt, abonniert den Kanal. Und schreibt uns, hattet ihr auch schon mal so einen Brief, der euch erstmal Angst gemacht hat? Bis zum nächsten Mal. Tschüss!